Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Der 24. Februar 2022 hat sicher das Leben aller Ukrainer verändert. Der Mann, an dem man das wohl gut ablesen kann, ist Volodymyr Zelensky. Seit 574 Tagen verteidigt sich sein Land gegen den Aggressor aus Russland. Und seit genauso vielen Tagen ist der ukrainische Präsident, den zuvor ja viele belächelt haben, im Dauereinsatz. Durchhaltevermögen hat er. Damit aber auch sein Land weiter standhalten kann, braucht er Unterstützung, weitere Unterstützung. Und um die warb er in den letzten 48 Stunden bei der UNO-Vollversammlung. Es gab in New York etliche Treffen und etliche Hände wurden geschüttelt. Auch die deutsche Hand, die zweitgrößter Geber von Militärhilfen ist. Mehr gibt nur die US-amerikanische. Und daher war das Treffen heute wohl auch das Wichtigste. Claudia Bates. Der Besuch bei seinem loyalsten und mächtigsten Unterstützer. Präsident Biden wird Zelensky hier in wenigen Minuten ein weiteres militärisches Hilfspaket ankündigen, das Luftabwehrsysteme und andere Waffen enthalten soll. Doch zuvor im Kongress musste Zelensky Überzeugungsarbeit leisten. Wie in der Bevölkerung insgesamt lässt auch die Unterstützung einiger mächtiger republikanischer Abgeordneter nach. Einzelgespräche hinter verschlossenen Türen. Eine geht, einer kommt, um Skeptiker zu überzeugen. Denn er braucht ihre Hilfe. Doch viele von ihnen fragen, wo ist der Weg zum Sieg? Wofür die vielen Milliarden? Zelensky hat am Ende nichts in der Hand, gibt sich aber zuversichtlich. Wir hatten großartige Gespräche. Ich bin Ihnen allen sehr dankbar, den Journalisten, den Senatoren, dem Kongress, dafür, dass Sie uns helfen. Wir haben über viele Details gesprochen, aber das bleibt unter uns. Tut mir leid. Der Kongress soll weitere 26 Milliarden Dollar für die Ukraine bewilligen. Doch die Republikaner führen einen erbitterten Streit um den Haushalt. Einige wollen auf einen Shutdown zusteuern. So könnten die Ukraine-Hilfen zum Kollateralschaden politischer Ränkespiele werden. Vor allem die Trump-Marionetten sagen Nein. Ich stimme für nichts, was die Ukraine finanziert. Wir geben kein Geld mehr. Wir werden unser Land nicht in den Dritten Weltkrieg mit Russland schlafwandeln lassen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses konnte nur mit deren Stimmen seinen Posten ergattern, hängt an ihrem Gängelband und verzweifelt jetzt an ihrem Extremismus. Das ist ein ganz neues Konzept, den ganzen Laden einfach abfackeln zu wollen. Das funktioniert doch nicht. Andere, traditionelle Republikaner werfen der Biden-Regierung vor, nicht genug zu tun. Sie üben Druck aus, der Ukraine auch die Marschflugkörper ATACMS mit größerer Reichweite zu überlassen, um die Zelensky auch den US-Verteidigungsminister bittet. Doch auf die Frage, warum er die ATACMS nicht freigibt, von Minister Austin nur Schweigen. So wird Zelensky später nach Hause reisen, mit großen Hoffnungen und großen Sorgen. Denn wirklich beruhigen kann ihn der Besuch hier nicht. Tja, reden ist gut, handeln und liefern ist besser. Das dürfte die Gedankenwelt des ukrainischen Präsidenten sein. Zwar sind die Marschflugkörper vom Typ ATACMS nicht vom Tisch, aber wir haben es gerade gehört, sie liegen halt auch nicht auf dem Tisch. Der US-Präsident hat noch keine Entscheidung getroffen, genauso wenig wie der deutsche Bundeskanzler in Bezug auf Taurus. In diese Hängepartie rauscht eine Nachricht aus Polen, die Zelensky sicher nicht erfreut hat. Polen will die Waffenlieferungen an die Ukraine auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken. Über die Gründe Nathalie Steger. Bilder aus besseren Tagen. Polen und die Ukraine Seit an Seit. Kaum ein Land hat wie Polen so getrommelt für die Unterstützung von Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland. Und dann das. Regierungschef Morawiecki gestern Abend. Wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns jetzt selbst mit den modernsten Waffen ausstatten werden. Polnische Waffen sollen künftig nicht ins Nachbarland. Das sorgt international für Aufsehen. Aber bestehende Waffenverträge würden noch erfüllt werden, so die PiS, offenbar bemüht um internationale Schadensbegrenzung. Also was jetzt? Für Oppositionsführer Tusk in der heißen Wahlkampfphase ist die Sache klar.
Der Ukraine politische Messer in den Rücken zu rammen, während sie Schlachten an der Front austrägt, ist ein moralischer und geopolitischer Skandal, nur weil es sich für die PiS wahlkampftechnisch auszahlen soll. Es geht um die Macht im Land. Am 15. Oktober sind Parlamentswahlen. Laut Umfragen muss die PiS um ihre absolute Mehrheit fürchten und fischt zunehmend bei noch rechteren Parteien. Die PiS konkurriert gerade mit der Partei Konfederacja um skeptischere Wähler, die negativ gegenüber der Ukraine eingestellt sind. Daher diese Rhetorik. Warschau streitet seit Wochen mit Kiew über ukrainische Getreidelieferungen in die EU. Die polnische Regierung will das mit aller Macht verhindern, die heimischen Bauern demonstrativ vor Getreide aus der Ukraine schützen, gegen den Willen der EU. Das Verhältnis von Kiew und Warschau deswegen schwer belastet. Der ukrainische Präsident zuletzt in New York vor der UN-Vollversammlung. Es ist alarmierend zu sehen, wie einige unserer Freunde in Europa ein politisches Theater der Solidarität spielen und einen Thriller um Getreide machen. Aber faktisch helfen sie, dem Akteur aus Moskau eine Bühne zu bereiten. Das empört Polens Staatsspitze. Die Liebe Warschaus zu Kiew ist abgekühlt wegen des Getreidestreits. Wenn der Ertrinkende uns mit unter Wasser zieht, wird er keine Hilfe bekommen. Deshalb müssen wir uns um unsere eigenen Interessen kümmern. Der Tonfall der PiS wird immer nationaler. Polen first, und sei es auf Kosten der Ukraine. Der Kurs ist durchaus riskant, denn Warschau sorgt für Irritationen in der westlichen Koalition für die Ukraine. Ja, und heute Abend meldete sich der Präsident Polens zu Wort. Offenbar versucht er, die Aussagen seines Ministerpräsidenten wieder einzufangen und spricht von einem Missverständnis. Schauen wir jetzt nach Aserbaidschan. Dessen Präsident hat die Menschen in Bergkarabach ja immer wieder als Hunde bezeichnet, die man verjagen müsse. Daher ist die Befürchtung der Armenier auch groß, dass genau das passieren wird, nach dem, was passiert ist. Vor 2 Tagen startete Aserbaidschan eine, wie das Land es nannte, Spezialoperation, um die Souveränität wiederherzustellen. Und nachdem die armenischen Kämpfer dann gestern ihre Waffen niederlegten, wurde der Militäreinsatz auch als erfolgreich verbucht. Sprich, das autokratisch regierte Aserbaidschan übernimmt die Kontrolle über die Enklave. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Was mit denen jetzt passiert, ist fraglich. Armin Körper. So klingt das, wenn Waffenstillstand herrscht in Bergkarabach. Am Vormittag hören die Menschen in der Hauptstadt Stepanakert Schüsse, doch sie reagieren kaum noch. Ohnehin sind die Straßen fast leer. Slavka und David haben in einer Kirche Zuflucht gefunden. Es herrscht Krieg, sagen die Kinder, deshalb sind wir hier. Oma Rosa ruft von ihrer Trage, alles ist kaputt. Ihr vorläufiges Zuhause ist ein Gotteshaus. So sieht das aus, wenn ein Zwergenstaat, den die Welt in 32 Jahren niemals anerkannt hat, abgewickelt wird. Evakuierung nennen das die russischen Friedenstruppen. Doch ob diese Menschen jemals Frieden finden, das ist doch heute die große Frage. Sie flüchten, weil sie zu Hause Vertreibung und Gewalt fürchten durch den Feind Aserbaidschan. Doch zunächst geht es für sie auf eine russische Militärbasis, denn auch ihr Mutterland Armenien hat weder Geld noch Platz für sie. Deshalb warten an der Grenze die armenischen Angehörigen der Eingesperrten vergebens. Am Morgen kommen in der Stadt Jewlaks Sieger und Besiegte zusammen. Aserbaidschan lädt eine Delegation von Karabach-Armeniern zu Verhandlungen über das Schicksal der Zivilbevölkerung. 120.000 Menschen, die hungern, während sie hier reden. Ergebnislos. Von früheren Anführern kommen Durchhalteparolen im Nachrichtendienst Telegram. Eine Heimat und ein Staat werden nur durch harte Arbeit geschaffen, durch jahrhundertelange Arbeit. Und wir sind diese Arbeit den vergangenen und den zukünftigen Generationen schuldig. Für die Erhaltung unseres Vaterlandes, unseres Staates.
In Armeniens Hauptstadt Erivan demonstrieren sie vor der russischen Botschaft, weil die Schutzmacht sie fallen gelassen hat. Ausgerechnet heute begeht das Land seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion, die ihnen gerade jetzt wohl schmerzlich bewusst sein dürfte. Der Regierungschef, dessen Amt am seidenen Faden hängt, rechtfertigt sich. Der Weg zum Frieden ist nicht einfach, er führt über äußere und innere Erschütterungen. Doch wir müssen diesen Weg gehen für unsere Unabhängigkeit, unseren Staat und unsere Zukunft. Die Karabach-Armenier erwähnte in seiner Rede gar nicht, sie haben keine Fürsprecher mehr. So sieht das aus, wenn ein Staat, der niemals existieren sollte, abgewickelt wird. Heute ist Weltfriedenstag, aber von Weltfrieden sind wir leider meilenweit entfernt. Stattdessen Krieg und Kämpfe. Und damit, Gundula, beginnen jetzt auch deine Nachrichten. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen russischen Militärflugplatz auf der Krim massiv angegriffen und schwer beschädigt. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion von 2014 will die ukrainische Führung auch die Krim zurückerobern. Zugleich hat das russische Militär erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv aus der Luft angegriffen. Mehrere Menschen wurden verletzt. In Cherson kamen 5 Menschen ums Leben. Syriens Machthaber Assad ist erstmals seit fast 20 Jahren zu einem offiziellen Besuch in China eingetroffen. Es gehe darum, die Beziehungen auf eine neue Ebene zu heben, so das chinesische Außenministerium. Beobachter erwarten, dass Assad in China um finanzielle Hilfe beim Wiederaufbau seines durch den Bürgerkrieg zerstörten Landes bitten will. Auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi ist geplant. Bildungserfolge unabhängig von sozialer Herkunft. Das ist das Ziel des geplanten Startchancenprogramms. Bundesregierung und Länder haben sich jetzt auf Eckpunkte verständigt. Damit sollen Schulen mit vielen sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit 2 Milliarden Euro pro Jahr unterstützt werden. Diese zusätzliche Förderung kommt laut Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger 4.000 Schulen mit rund 1 Million Schülern zugute. Am Rande der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern haben hunderte Landwirte, Fischer und Waldbesitzer gegen die Politik von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir protestiert. Sie warfen ihm Blockadehaltung vor. Özdemir setze auf Ordnungsrecht und Auflagen. Das aber schaffe nicht mehr Tierwohl, sondern führe dazu, dass billiges Fleisch aus dem Ausland importiert werde. Özdemir hingegen warb für seine Pläne für mehr Tierschutz. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Es gibt wertvolles und unwertes Leben. Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Diktatur ist mitunter die beste Staatsform. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Aussagen, bei denen man denken würde, dass nahezu jeder in unserem Land diese verneinen würde. Aber die neue Mitte-Studie belegt etwas anderes. So teilt jede 12. Person in Deutschland inzwischen ein rechtsextremes Weltbild. Bernd Bentin. Dass Rechtsextremismus stärker in die Gesellschaft einsickert, beobachtet er schon seit langem. Dominik Schumacher ist Bundessprecher der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Er klärt auf, versucht zu verhindern und schaut besorgt auf einen Drift ins Extreme. Wir machen auch diese Erfahrung, dass Beratungsnehmende, die wir vorher dazu beraten haben, wie sie gegen Rechtsextremismus insgesamt aktiv werden können, sich nun vermehrt mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie gehe ich damit um, ganz persönlich von Rechtsextremisten angefeindet zu werden. Das heißt also auch zum Beispiel bei mir zu Hause, im Betrieb, in der Schule, überall. Nur jeder Zweite vertraut den staatlichen Institutionen. Rechtsextreme Einstellungen nehmen stark zu. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Mitte-Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vor 2 Jahren noch hätten 2–3% rechtsextreme Ansichten geteilt. Jetzt seien es 8%. 6% in den alten und 16% in den neuen Bundesländern. Was unsere Daten zeigen, ich glaube, sie zeigen, dass die Mitte sich tatsächlich in Teilen auf Distanz zur Demokratie begeben hat. In Teilen hat sie sich radikalisiert. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Überwiegend oder voll und ganz stimmen dem 23,9% der Befragten zu.
Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Dem stimmen 27,8%, überwiegend oder voll zu. Auch antidemokratische Einstellungen nehmen zu, Ablehnung gegen Parteien und Politik. Die regierenden Parteien betrügen das Volk, das sagen 29,7%. Einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie schon mal in Gewalt umschlägt. Nur als Beispiel, dem stimmen 13% zu. Wir erleben auf kommunaler Ebene, dass leider Gottes die Zahl der Bedrohungen, Beleidigungen bis hin zu tätlichen Übergriffen gegenüber Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber auch gegen Mitarbeitende in den Verwaltungen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Insofern bestätigt das die Ergebnisse der Studie. Auch nach Gründen für diese Zahlen sucht die Studie. Verantwortlich sei die Vielzahl an Krisen, aber auch ein Grundgefühl der Einsamkeit in einer zunehmend zersplitterten Gesellschaft. Ja, bei manchen Menschen gibt es ja die Überzeugung, dass man in Deutschland nicht mehr alles sagen könne, beziehungsweise gleich als rechtsextrem gilt, wenn man nicht dem linken, dem woken oder Mainstream-Lager angehört. Und die ziehen dann auch solche Studien in Zweifel. Fragen wir nach bei Beate Küpper. Sie ist Sozialpsychologin und Mitautorin der Studie. Einen schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Was ist denn für Sie der Indikator, dass jemand eine extremistische Meinung oder ein extremistisches Weltbild hat? Also die Mitte-Studie erfasst rechtsextreme Einstellungen nach einer sogenannten Konsensusdefinition, auf die sich etliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor einigen Jahren geeinigt haben. Und das sind 3 politisch-historische Dimensionen, beispielsweise Befürwortung einer Diktatur, die Verharmlosung des Nationalsozialismus oder nationaler Chauvinismus und 3 völkisch-soziale Dimension, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Sozialdarwinismus. Und all das sind Dimensionen, die ganz klar nicht im Sinne unseres Grundgesetzes und unserer liberalen Demokratie sind. Da noch mal nachgefragt, gelten denn heute Aussagen als radikal oder extremistisch, die vor, sagen wir mal, 20 oder 30 Jahren anders bewertet wurden? Also hat sich der sogenannte Meinungskorridor wirklich verengt? Bei so, ich sag mal salopp dahingesagten Vorurteilen mag das der Fall sein, bei diesen harten rechtsextremen Aussagen nicht. Der Nationalsozialismus hat auch seine guten Seite, das ist unzweifelhaft rechtsextremes Gedankengut und das war auch schon vor 20 Jahren so. Es gibt lebenswertes und unwertes Leben, auch das ist eine Aussage, die auch schon vor 20 Jahren als nicht grundgesetzkonform gegelten hätte. Wie erklären Sie sich denn dann, dass Menschen, die sich zum Beispiel eher dem linken Spektrum oder aber auch der Mitte zuordnen, laut Ihrer Studie ein rechtsextremes Gedankengut oder Weltbild in sich tragen? Nun ja, das eine ist die politische Selbstverortung. Wo sehe ich mich auf dem Spektrum von links, Mitte, rechts selber? Und das andere ist, welche Einstellungen habe ich da? Und da sehen wir zweierlei. Wir haben erstens Menschen, die ganz fest davon überzeugt sind, dass das, was sie meinen, Mitte ist, weil sie vielleicht in einer Umgebung wohnen, wo man das meint, wo sie viele Freunde und Bekannte haben, die das Gleiche meinen. Sie fühlen sich also als Mitte. Und die Behauptung, Mitte zu sein, ist natürlich auch ein politisches Statement und auch ein Versuch, die Mitte nach rechts zu rücken, indem man nämlich sagt, das, was ich meine, ist einfach normal, richtig, also Mitte. Deswegen heißt Ihre Studie ja auch die distanzierte Mitte. Welches Ergebnis ist im Sinne einer offenen, liberalen und pluralistischen Gesellschaft das, wo Sie aufgehorcht haben oder wo Sie sagen, das hat sich stark verändert? Der dramatische Anstieg tatsächlich eines geschlossen rechtsextremen Weltbildes. Das ist etwas, was wir in dieser Dramatik, es ist nicht ganz unerwartet, aber in dieser drastischen Anstieg nicht erwartet hätten. Wir haben fast 3-mal so hohe Zahlen wie noch vor 2 Jahren und deutlich höhere Zahlen als in den letzten Jahren zuvor. Das ist tatsächlich etwas, wir haben 8,3% der Befragten, die tatsächlich ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Und wir haben weitere, fast 20%, die sich in so einem Graubereich bewegen. Das sind also Menschen, die kein rechtsextremes Weltbild haben, die aber auch nicht klar demokratisch sind, sondern die so ein bisschen ambivalent sind, die ein bisschen teils sind, die also auch ein bisschen teils sagen, naja, vielleicht brauchen wir einen starken Führer, der Deutschland mit starker Hand regiert. Also das ist tatsächlich etwas, was uns besorgt hat. Und das Weitere, was uns besorgt hat, sind die hohen Anstiege bei den jungen Leuten. Lange war es so, dass ältere Menschen eher Demokratie
gefährdende Einstellungen, beispielsweise auch antisemitische Einstellungen hatten, das hat sich geändert. Wir haben hohe Werte der Verharmlosung des Nationalsozialismus, des Antisemitismus und des Sozialdarwinismus, gerade bei den 18- bis 35-Jährigen. Was sind denn die Gründe dafür? Also ist es die Unsicherheit durch multiple Herausforderungen? Allein das kann es doch nicht sein. Es ist beides. Wir haben auf der einen Seite haben wir diese multiplen Krisenlagen, die auch als krisenhaft erlebt werden. Dabei ist es interessant, nur ein Drittel sagt, ich bin persönlich von der Krise betroffen, aber deutlich mehr als die Hälfte sagt, Deutschland ist von der Krise betroffen. Und da fängt es dann an, schwer greifbar zu werden, auch politisch schwer greifbar zu werden. Und das ist dann das Einfallstor für den Populismus. Wir können sehen, dass diejenigen, die sich von der Krise dann auch verunsichert fühlen, deutlich eher dann auch zu antidemokratischen, ich sag mal, Angeboten greifen und eher auch demokratiefeindliche bis hin zu gewaltbilligende Einstellungen haben. Also komplexe Fragen, einfache Lösungen, die Formel des Populismus. Alles in allem, können Sie festmachen, was helfen würde? Also gegen die Radikalisierung, gegen Verschwörungspraktika, gegen die Polarisierung, gegen den Rechtsextremismus. Was braucht es? Also es braucht mehr Aufmerksamkeit für diejenigen, die Sorge haben, dass uns die Demokratie unter den Fingern zerbröselt, die sich tagtäglich demokratisch für die Demokratie engagieren, die sich tagtäglich auch für andere engagieren. Die brauchen deutlich mehr Aufmerksamkeit. Das ist nach wie vor die große Mehrheit und ein wenig weniger Aufmerksamkeit für diejenigen, die die Demokratie verachten. Sagt Beate Küpper, Mitautorin der Mitte-Studie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Jetzt geht es hier erstmal weiter mit Gundula und der Wirtschaft. Aktuell sind die Preise für Gas und Strom gesunken. Trotzdem mehren sich die Forderungen, die Preisbremsen zumindest bis Ende April zu verlängern. Auch Finanzminister Lindner befürwortet das, Valerie Haller. Er will aber zugleich die Anhebung der Mehrwertsteuer auf Gas vorziehen. Was bedeutet das alles für die Verbraucher? Ja, eine zusätzliche Belastung würde das bedeuten. Das Finanzministerium rechnet damit, dass eine vorgezogene Mehrwertsteuererhöhung rund 2 Milliarden Euro in die Kassen spülen würde. Verbraucher müssten sich also vermutlich auf deutlich höhere Kosten einstellen. Zu früh und unerwartet kritisieren Verbraucherschützer, zumal die Erhöhung in die Heizperiode fallen würde. Auch innerhalb der Ampel ist die Anhebung umstritten. Die Gaspreisbremse zu verlängern, dürfte der Regierung indes leichter fallen. Die hat den Staat laut einer Schätzung des IFO-Instituts bislang weit weniger gekostet als gedacht, weil die Gaspreise eben so deutlich gefallen sind. Wie ist es denn um die Gasversorgung bestellt? Wie sicher ist die, wenn der Winter kalt wird? Die Bundesnetzagentur, die ja die Gasversorgung im Blick hat, meint, wir sind gut aufgestellt für den Winter, besser als im Jahr zuvor. Die deutschen Speicher seien gut gefüllt. Die Behörde führt das unter anderem darauf zurück, dass Industrie und Haushalte deutlich weniger Gas verbraucht hätten, etwa 20%. Das ist laut Behörde auch weiter wichtig, denn wenn der Winter sehr kalt wird, steigt der Gasverbrauch rasant. Für eine Entwarnung ist es der Bundesnetzagentur also noch zu früh. Vielen Dank, Valerie, nach Frankfurt. Wir haben 2 Ergebnisse von internationalen Fußballwettbewerben. Bayer Leverkusen ist gegen den schwedischen Fußballmeister BK Häcken in die Europa League gestartet und hat die Partie gewonnen, 4:0. Und Eintracht Frankfurt hat zum Auftakt in der Conference League Gruppenphase gegen den FC Aberdeen aus Schottland ebenfalls gewonnen, 2:1. Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Frankreich hat der britische König Charles III. Im Senat für gemeinsame Maßnahmen zum Klimaschutz geworben. Briten und Franzosen könnten partnerschaftlich die Herausforderungen dieser Welt meistern. Es gehe darum, Klima und Natur vor katastrophaler Zerstörung zu bewahren, erklärte König Charles. Seine Naturverbundenheit zeigte er auch mit dem Besuch eines Pariser Blumenmarktes, der nach seiner Mutter Elisabeth II. Benannt ist. ZDF In ist ein Format, bei dem Kollegen oder Kolleginnen in eine Stadt eintauchen für 4 Wochen, um dort am Alltagsleben teilzunehmen. Karen Henkemann und Ralf Zimmermann von Siefert sind in Hamburg unterwegs, konkret auf St. Pauli. Also zwischen Partymeile und Prostitution, Gentrifizierung und Obdachlosigkeit, sozialem Engagement und Show. Und von dieser Show gibt es aktuell noch mehr als sonst, denn zurzeit findet dort eines der größten Clubfestivals Europas statt.
Stimmung ist alles beim Reeperbahn-Festival mit den Bazookas zum Beispiel aus den Niederlanden. Das Publikum als Teil der Performance, wenn der Schulbus gerockt wird. Schon seit 18 Jahren ist das Hamburger Happening erste Adresse für junge Musik. Und woanders könnte das stattfinden als auf St. Pauli? Es ist längst auch für die weltweite Musikbranche ein etabliertes Treffen, das bedeutendste europäische überhaupt. Viele von denen, die es schon geschafft haben, offen für neue Inspirationen. Aber es werden ja auch Ideen geboren gemeinsam. Netzwerken, connecten ist sehr wichtig. Und ich finde, es passt wunderbar zu Hamburg, weil Hamburg hat so ein bisschen was zwischen Straßenkatzen, Dreck und Klemmer und einer sehr langen Musikgeschichte. Für mich als Hamburger, dass es immer da war, immer auf einmal da war. Und für mich ist es jetzt zum ersten Mal richtig bewusst da, weil ich zum ersten Mal Teil davon sein darf. Als Jurorin fühle ich mich geehrt, neue Künstler zu beurteilen und zu sehen, was gerade hip ist in der jungen Szene. Ist das Reeperbahn-Festival tatsächlich auch was für ältere Herren? Natürlich, guck uns an. Für gut gealterte ältere Herren. Was machst du besonders? Dass hier so viele junge Leute sind, das ist toll. Nee, aber es gibt ganz viel zu entdecken, neue Künstler und gute Konzerte. Also das ist super spannend einfach. Amerikanische Künstlerinnen wie Iniko sind es, die das Reeperbahn-Festival bereichern. Eine echte Social-Media-Königin mit 2 Millionen Followern. Ich bin das erste Mal in Deutschland und aufgeregt, das erste Mal auf einem roten Teppich zu stehen. Oder Arlo Parks, eine 23-jährige Britin, deren Konzerte weltweit bereits ausverkauft sind. Es ist wunderbar, es geht hier ums Entdecken und um die Diversität, in der die neue und die etablierte Szene aus der ganzen Welt zusammenkommt. An den ungewöhnlichsten Orten, 70 an der Zahl, mit fast 500 Konzerten, Bands und Künstlerinnen aus 50 Ländern, verteilt über ganz St. Pauli in Clubs und Kneipen. Das Reeperbahn-Festival hat hier auch sonst ein echtes Zuhause. Wenn wir sagen, Hamburg ist eine Musikstadt, dann hat das wesentlich was mit St. Pauli und dieser Dichte an Clubs zu tun. Man geht durch diesen Stadtteil und quasi aus jedem Haus kommt Musik. Und das ist wirklich was es kaum so auf der Welt noch mal gibt. So ist das Hamburger Rotlicht- und Partyviertel für 4 Tage im musikalischen Ausnahmezustand. Nicht nur mit Musikern, sondern eben auch mit Musikliebhabern aus aller Welt. Und aus allen Altersgruppen. St. Pauli eben, wie es leibt und lebt. Lebendig dürfte jetzt auch die Diskussion bei Maybrit Illner werden. Es diskutieren unter anderem Innenministerin Faeser und Jens Spahn von der CDU über die Frage, zu viele, zu schnell, lässt sich Migration begrenzen? Und um 0:35 Uhr meldet sich Nazan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Das war's von uns. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss, schönen Abend. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Heute war Nordeuropa und Südeuropa miteinander verbunden mit dieser Kaltfront und mit einem beinahe durchgehenden Regenband von Norwegen bis nach Spanien. Dahinter sehen wir diese streuselkuchenartige Bewölkung. Das ist die Kaltluft, die dafür sorgen wird, dass es kühler wird. Und so sieht es auch im Vorschaufilm aus. Wir haben es hier mit einem Regenband zu tun. Da sind Gewitter eingelagert. In den nächsten Stunden gibt es noch einige und in der zweiten Nachthälfte zieht das allmählich ostwärts ab. Und morgen im Tagesverlauf dann raus aus Deutschland. Im Süden regnet es weiter und vor allem hier im Alpenrand sogar kräftig. Ja, und in der Nacht also hier noch letzte Schauer und Gewitter in der Mitte und dann wird es allmählich nach Osten hin weniger. Temperaturen, die gehen zurück auf 9 Grad ganz im Westen Deutschlands und 16 bis 17 Grad im Osten. Hier ist es noch relativ mild. Morgen dann im Osten noch Schauer, die ziehen allmählich ab. Im Süden regnet es dann länger anhaltend. Ja, dazwischen gibt es hier einige Auflockerungen in der Mitte mit Sonnenschein. Ansonsten kommt zum Nachmittag neue Schauer im Nordwesten und
Ganz im Westen auch einzelne Gewitter auf bei höchsten Temperaturen von 21 Grad im Osten, 22 Grad am Oberrhein. Aber oft liegen wir unter der 20-Grad-Marke. Ja, die nächsten Tage werden schon wieder sonniger. Samstag hier noch einige Schauer und Montag bis 24 Grad warm. Damit einen schönen Abend.